war unser großes Projekt 2013. Wir haben auf dem Rockarts Festival in Wallenstedt Pfanddosen gesammelt, im Wesentlichen Bierdosen. 25 Cent pro Dose sind für eine Dose nicht viel. Wenn man davon aber ein paar tausend Dosen sammelt, ist es dann plötzlich ganz schön viel. Damit haben wir 2 Jugendprojekte hier bei uns in der Region unterstützt. Das war in diesem Jahr Kids Camp und an den Rückenwind e.V. in Osterode, das ist ein Jugendbüro. Zu dem Projekt sind wir gekommen über die Veranstalter des Rockharts. Die kamen auf uns zu und suchten eine Gruppe, die sich um den Pfand, der da immer rumliegt oder rumlag, kümmern würde. Und dann haben sie uns halt 5 Wochen vorm Rockharts gefragt. Und dann alles eine Hauruck angezogen. ja. Ja, und war halt wenig Zeit. T-Shirts mussten beschafft werden. Wir haben Aufkleber verteilt, die natürlich vorher auch noch erst designt werden mussten. Wir hatten noch eine Dosenwurfwand. Wie kriegt man das Material hin und her transportiert? Das musste alles organisiert werden. Und wir mussten gucken, wie kriegen wir denn die Dosen überhaupt erstmal in Pfandgeld umgewandelt. Damit irgendwie 20.000, 25.000 Dosen am Automaten zu stehen, ist keine Lösung. die größte Schwierigkeit war, glaube ich, dass wir einfach zu wenige waren, um das ganze Festival abzuarbeiten. 10.000, 12.000 Leute sind da. Jede Menge Müll und darin jede Menge Pfand. Ich glaube, wir waren 16, aber wir waren nicht die ganze Zeit alle da. Es waren nicht nur Rote Akter, es waren auch Freunde und Bekannte der Rote Akter. Ich fand es ziemlich cool, am Dosenstand den zu betreuen. Ja, wenn Sie 4 Dosen abgeben, kriegen Sie einen Stempel für die Teilnahme an der Tombola. Und wenn Sie eine Dose einmal treffen, kriegen Sie auch einen Stempel. Und wer sein Stempelheft voll hatte, konnte an der Tombola teilnehmen. Und da gab es dann halt ein Dixie-Klo für dieses Jahr Rockarts zu gewinnen. Das war, glaube ich, das Highlight überhaupt. Dann gab es noch Rockarts-Karten für dieses Jahr und dann ganz viel Grillbestecke, die man ja auch zum Campen da immer brauchen kann. Wir sind auf den Platz rumgegangen, haben die Leute angesprochen, ob sie nicht vielleicht Pfand spenden wollen für den guten Zweck eben. Also 2 Jugendprojekte, die wir unterstützt haben in der Region hier. Und da haben viele also wirklich sehr positiv reagiert und gesagt, ja, das ist eine gute Sache, da geben wir gerne noch ein paar Dosen für. Man konnte immer gerne mal so einen Sticker gegen so ein paar Pfanddosen tauschen. Wir waren insgesamt 6 Tage auf dem Rockarts Festival und haben über 22.000 Dosen gesammelt. Es waren ca. 22.000 Dosen und der LKW war voll. Es war immer ein sehr positives Feedback, egal wo man stand, war eigentlich immer, oh, das ist ja toll, dass ihr das macht. Es war viel Arbeit, aber trotzdem hat es viel Spaß gemacht. Es war richtig cool. Ja, die Musik ist gut. Ja, ich wollte nur überlegen. Und die Leute sind meist auch nett. Die Leute sind nett. Nein, Die die meisten sind alle nett. Es gibt keine bösen Menschen. Es hat viel Spaß gemacht und ich scharre auch mit den Hufen für 2014. Wird super. Sowieso. Ja. Und wir brauchen mehr Helfer. Wir brauchen viele Helfer. Es gibt 15 Distrikte, ja, in Deutschland. Und wenn jeder nur einen dazu packen, einen Helfer dazu schickt zu senden, dann haben wir doppelt so viel wie letztes Mal. Dann haben wir doppelt so viel Mittel und doppelt so viel Glück. Dann haben wir mal das Spendenziel erreicht. Ja, genau.